Heute möchte ich dir zeigen, wie du bei deinem Trompetespiel einen möglichst weichen und natürlichen Klang entwickeln kannst. Oft ist es ja so, wenn man vor allem forciert spielt, merkt man, dass der Hals eng wird, dass ein Druckpunkt entsteht, dass der Ton quäkig wird, dass das Trompete an und für sich sehr anstrengend wird. Wichtig ist, dass wir so natürlich wie möglich spielen, damit der Ton, den wir auf unserem Instrument produzieren, möglichst weich, voluminös und frei klingt. Doch wie erreichen wir bei unserem täglichen Trompetentraining, dass wir in diese Richtung arbeiten? Eine Übung, die ich die letzten Jahre entwickelt habe, nahe am Instrument, nahe am Mundstück, ist folgende. Wir pusten in unser Mundstück, aber ohne einen Ton zu produzieren. Das heißt, wir machen unsere Lippen weiter auf und lassen jetzt die Luft weich ins Mundstück fließen. Man bekommt ziemlich schnell ein Gefühl dafür, wie viel Luftmenge unser Mundstück, die Bohrung unseres Mundstücks, aufnehmen kann. Sobald ich, jetzt natürlich absichtlich gemacht, mehr mache, merke ich automatisch und spüre es im Hals, dass ein Kloß entsteht. Also der Hals wird enger, weil ich versuche, mehr Luft ins Instrument zu bringen, als das Mundstück, als das Instrument, die Trompete, aufnehmen kann. Ich mache das mal absichtlich. Und merke genau hier, dass ein Druckpunkt entsteht. Mache ich das nicht, entsteht dieser Druckpunkt nicht. Das heißt, auch hier arbeiten wir nahe an unserem Material und versuchen auf diese Art und Weise optimal mit unseren Gegebenheiten umzugehen. Wenn wir jetzt den Schritt machen und Töne spielen, nehmen wir genau dieses Spielgefühl. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Vorfeld oft diese Übung machen, damit unser Körper sich daran gewöhnen kann, wie die Luft nach außen strömt. Wenn ich das oft gemacht habe, kann ich das natürlich auch aufs Trompetespielen übertragen. Und ich wähle dann den Ton G1 oder C2 oder eben und habe hier einen sehr freien Ton und vor allem unangeschränkten Ton. Ich habe keine Verspannungen in den Hals, auf Lippe etc. pp. Ich muss die Luft nicht forciert ins Instrument bringen. Auch der tiefe Ton C oder auch das kleine G oder kann ich auf diese Art und Weise spielen. Aber ich kann natürlich auch nach oben gehen, das heißt zum G2, C3. Beziehungsweise natürlich arbeitet mein Zwerchfell bei der hohen Lage stärker. Und natürlich ist die Ansatzmuskulatur auch stärker angespannt, damit eben weniger Lippenmaterial schwingt, das weniger Lippenmaterial aber schneller schwingt, damit die Frequenz eben aufs Instrument sich übertragen kann und ich auch in dieser Lage spielen kann. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich das Instrument stark gegen die Lippen drücke oder eben forciert Luft ins Instrument presse. Und wenn ich mir das bewusst gemacht habe, kann ich diese ganzen Lagen ohne Probleme spielen. Ich kann auch drüber hinweggehen. Also wenn es um das Thema höher als das C3 spielen geht, dann ist es immer die Ansatzmuskulatur, die eben halten muss. Ne? Dieser Druck, der im Körper entsteht, braucht natürlich einen stärkeren Dichtungsring. Und dementsprechend muss der auch stärker angespannt sein. Das Zwerchfell arbeitet viel stärker mit in der hohen Lage. Es ist insgesamt körperlich anstrengender, aber es hat nie was damit zu tun, dass ich brutal die Trompete gegen die Lippen drücke, weil nur so die hohen Töne erreichbar sind. Das ist einfach falsch. Und auch dieses Unmengen an Luft und Kraft ins Instrument zu investieren, auch das bringt uns zwar bis zu einem gewissen Punkt, aber schafft im weiteren Schritt nur Blockaden. Deswegen ist es wichtig,
ohne Probleme da oben spielen zu können. Und man merkt, man muss sich auf diese Punkte fixieren, wie zum Beispiel, die Ansatzmuskulatur muss einfach stark sein. Und ich muss wissen, dass ich die Luft eben ins Instrument bringe, das aber nichts mit dem Druck und der Kraft zu tun hat. Aber das Zwerchfell, unten unser Bauchbereich, der arbeitet stark mit, das Kraftwerk. Und somit kann ich mich trainieren, eben auch andere Frequenzen zu erreichen oder eben meinen natürlichen Ton auszubauen. Also es hat nichts mit laut, schrillen, starken und forcierten Trompetenspiel zu tun, sondern es hat mehr mit der Technik zu tun und auf diese Art und Weise kannst du dich damit beschäftigen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Hast du Fragen? Dann ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich und am Ende gerne noch ein Like und Abo dalassen. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.